Vielen Dank für das Wort, liebe Bea. Auch hier von meiner Seite ein herzliches Willkommen, lieber Matthias, lieber Roman und liebes Publikum. Ich freue mich heute sehr auf die gemeinsame Zeit. Einerseits natürlich einen Einblick zu geben in meine Forschung, auf der anderen Seite natürlich aber eben auch auf die Diskussion, weil ich glaube, das Spannende wird sein, was Sie denn von den Themen, die ich gleich vorstellen werde, auch davon halten. Ich habe Ihnen deswegen eine kleine Zusammenfassung im Rahmen einer Präsentation vorbereitet. Und zwar, mein Name ist, Stephanie Deschamps, wie gerade auch eben, freundlicherweise schon vorgestellt. Ich habe seit 3 Jahren das Vergnügen, mich bei Mercedes-Benz mit dem Thema der zukünftigen Fahrzeugmontage auseinanderzusetzen. Ich habe einen Doktor in Maschinenbau in dem gleichen Zusammenhang begonnen und, ja, arbeite im Global Lean Management mit dem Standort hier in Stuttgart in Untertürkheim. Und nun geht es in Richtung, ja, Ende der Doktorarbeit, wo das ganze Thema der Validierung mit reinkam. Um Sie aber thematisch auch einmal abzuholen. Wir haben gerade eben schon gehört, die Herausforderungen, in denen sich die Automobilbranche aktuell befinden, sind enorm. Und hier sind einfach mal so 4 wichtige Themen, oder eben auch Trends und Entwicklungen, auf die ich hier eingehen möchte, die die Motivation und den Rahmen für die Arbeit vorstellen. Von der Seite von Mercedes-Benz aus ist das auf der einen Seite die Herausforderung, sowohl dem Kunden mehrere Luxus- und Premiumprodukte anbieten zu können, auf der anderen Seite aber auch die Varianz, die damit einhergeht, zu beherrschen. Gleichzeitig bekommen wir in unsere Fahrzeugproduktion aber auch neue Montagetechnologien mit rein. Hierzu habe ich auch eine Trendanalyse durchgeführt, die im Rahmen von 'ner Veröffentlichung auch nun dieses Jahr publiziert worden ist. Sprich, wer hierzu Interesse hat, kann sich gerne auch über den QR-Code dazu nähere Informationen einholen. Das ganze Thema der Produktvarianz, ja, kann man sagen, stellt dieses Dreieck, dieses magische Dreieck, was es da zu beherrschen gilt, eigentlich auf. Und hinzu kommt diese Entwicklung von, wir haben ein hardwaregetriebenes Fahrzeug, wo es früher darum ging, wer hat das leichteste Fahrzeug auf der Straße, hin zu Software. Das bedeutet, wer hat das intelligenteste Fahrzeug. Und das sind nur jetzt 4 der Herausforderungen, die insbesondere die Montage determinieren und die Frage eigentlich aufwerfen, ob denn aktuell die Produktion, wie wir sie kennen in der Automobilfahrzeugfertigung, auch noch die Form ist, mit der wir zukünftig am effizientesten fahren. Und vor dieser, ja, Fragestellung, habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, wie geht man die am besten an und behandelt das eben auch das, was zukünftig am spannendsten wird. Und im ersten Schritt habe ich mir dafür eben auch angeschaut, wie hat sich denn die Montage oder eben auch die Produktvarianten in den letzten Jahren so entwickelt? Und uns, glaube ich, allen Begriff, dass es früher von einer Werkstattfertigung hinging zu einer sogenannten Fließfertigung, damals eben auch noch, von Ford, wo, ja, das ganze Thema der Linienfertigung eigentlich als Standard etabliert worden ist in unserer Automobilmontage. Und damit sind wir auch Jahrzehnte sehr gut gefahren. Das bedeutet, sowohl die Effizienz als auch die Austaktung waren zu einem gewissen Grad wirklich super optimiert, dass man hier vorhersehbar und auch mit der Kombination Mensch, Maschine und, der Technologie und dem Fahrzeug einen, wirklich sehr tollen Standard erreicht hat. Man hat aber nicht gerechnet, dass unter anderem so eine Corona-Krise oder auch eine Halbleiterkrise und jetzt eben auch noch der Wandel hin zu neuartigen Fahrzeugantriebstechnologien auf einmal neue Komplexität mit reinbringt, die unsere aktuelle Produktion, sei es eben eine klassische Linie, aufbrechen und hinführen von einer Massenfertigung hin zu einer individuellen Massenproduktion. Und aufgrund der Entwicklung, die sich auch noch gesellschaftlich ergibt, sei es eben Urbanisierung oder auch unser globale Wandel und auch die gesamte Wirtschaft, kommen wir hin, das Fahrzeug wird vielleicht in Deutschland eher ein Luxusgut werden zukünftig. Sprich, die Personen, die sich nicht eben ein Fahrzeug, ja, anschaffen, legen die nicht eventuell auch mehr Wert auf das ganze Thema personalisierte Funktionen, Ausstattungen, und somit erreichen wir auf einmal von einer Massenproduktion hin zu einer Serien oder einer Individualfertigung. Und wenn man dann eben noch die Elektromobilität mit betrachtet im gleichen Zwiespalt, dann glaube ich, wird es ganz spannend, zu fragen, ob denn die Linie noch
die Organisationsform ist, mit der wir zukünftig am effizientesten fahren. Und das möchte ich Ihnen eben in den nächsten Minuten einmal aufzeigen, weil die neueste oder auch eben die spannendste Organisationsform, die in dieser Diskussion immer wieder hervortrat, ist die sogenannte Matrixproduktion. Matrixproduktion klingt erstmal so wie ein Schachbrett. Ganz ehrlich, so klang es für mich auch, als ich mich das erste Mal in die Thematik reingelesen habe. Es hat nichts mit dem Film Matrix zu tun, sondern es geht eher darum, dass wir von der klassischen Logik, dass Fahrzeuge auf einem Band hintereinander produziert werden in einem gleichen Kundentakt, hingehen zu einem sogenannten Schachbrettformat, wo Fahrzeuge in sogenannten Produktionszellen flexibel bearbeitbar werden. Das Fahrzeug besitzt somit die Möglichkeit, eben auch nur die Produktionsboxen anzufahren, die es benötigt. Und es kann sich ein Fahrzeug auch in einer Produktion, mit einem anderen überholen. Das bedeutet, wir sagen immer so schön, der Schnellere überholt den Langsamen. Ein Fahrzeug, beispielsweise eine A-Klasse, das eben nicht eine hohe, ja, Montageumfangmöglichkeit besitzt, wie beispielsweise eine, C-Klasse, würde eben somit eine Produktion auch schneller verlassen können. Und diese Art von Matrixproduktion ist in der aktuellen hier in Deutschland, ähm, Fertigung noch nicht auf dem Level etabliert, dass wir Best Practice ableiten können. Es gibt einzelne Vorversuche, Vormontagebereiche oder eben auch, sei es eben abgelöste Formen bereits, die etabliert sind, wo man sich etwas als Lessons learned bereits anschauen konnte. Aber die Frage, wie schaut so eine Matrixproduktion wirklich ganzheitlich, groß skalierbar für eine Automobilmontage der Zukunft aus, ist eben noch ungelöst. Und warum das eben auch ein Thema ist, weshalb man sich mit dem auseinandersetzen sollte oder warum eigentlich auch diese Komplexität und diese Implementierung in der Automobilbranche noch nicht ganzheitlich implementiert ist, liegt vor allem an den Investitionskosten und der Komplexität der Steuerung. Das ist hier in diesem Bild so ein bisschen dargestellt. Ich habe da versucht, mit einer Lupe auch auf der rechten Seite einmal so eine Fertigungszelle darzustellen. Das bedeutet, wir haben einerseits Material, was individuell für das Fahrzeug just in time in diese Box gebracht wird, beispielsweise über fahrerlose Transportsysteme. Der Mitarbeiter hat dann die Möglichkeit, im Rahmen von losgelöst vom Takt die Umfänge durchzuführen und anschließend muss ein Steuerungssystem entscheiden, in welche Zelle das Fahrzeug als Nächstes kommt. Welche Zelle ist frei, welche Zelle ist anfahrbar, welche Zelle hat den kürzesten Fahrweg und besitzt eben auch die Möglichkeiten, die nächsten Montageumfänge basierend auf dem Montagevorgangsgraphen durchzuführen. Und da kommt eben die Frage mit rein, wie schafft man so eine intelligente Steuerung? Und auf der anderen Seite eben auch, was benötigen wir eigentlich dafür am Platz? Dadurch, dass nämlich diese Montageform erstmal nichts mehr mit einer klassischen Linie zu tun hat, haben wir jetzt hier eine Herausforderung, dass wir erstmal die gesamte Produktion, wie sie aktuell aufgebaut ist, durchbrechen und neu aufbauen. Wir reden also hier immer eigentlich von einer Greenfield-Produktion. Das bedeutet, wir nehmen uns wieder eine leere Halle und bauen die von neu auf. Und diese, ja, Regelungen und Auslegungsmöglichkeiten, die existieren so noch nicht. Aus dem Grund ist eben hier mein Lösungsansatz, und den habe ich in der Doktorarbeit auch sehr vertieft, ein hybrides System für die nächsten 10 Jahre vorzuschlagen und das eben auch zu implementieren. Das bedeutet, wir bleiben in der Linie, wenn wir wirklich vorhersehbare Umfänge haben, die sind gut getaktet, wir haben geringe Taktzeitverluste, wir haben einen standardisierten Umfang und wir gehen dann in eine Matrix über, wenn es Sinn macht, zum Beispiel End of Line, wo die Taktzeitspreizung, das bedeutet die Zeit zwischen dem Montageumfang von Fahrzeug A zu Fahrzeug B, eben so hoch ist, dass sie nicht mehr in einem bestimmten Taktbereich liegt und somit eine Verschwendung aufgrund von Zeit und Kosten herbeiführen würde, ausreicht und würden damit eben eine Matrix überführen. Und das ganze Thema habe ich mir einfach mal überlegt und methodisch ausgearbeitet und, da kam ich an 'nen Punkt der Validierung. Das ist zwar alles schön und gut und das klingt auch super. Wir durchbrechen einfach mal die Linie, legen ein neues System auf, bauen uns einfach mal eine neue Fabrikhalle. Aber wie rechnet man so etwas eigentlich mal durch? Weil wir haben nicht die Möglichkeit, uns eben jetzt auf die nächsten
15 Jahre betrachtet, auf Experimente einzulassen an der Automobilmontage. Dafür ist die Zeit aktuell einfach zu anspruchsvoll, sondern wir brauchen zuerst eine Validierung von diesem hybriden Konzept und ob die Matrix auch wirklich im Bereich der Auslastung und der Effizienz besser ist als unsere aktuelle Linie. Und hier hatte ich dann eben erst mal 'ne Recherche angetrieben, welche Softwaremöglichkeiten gibt es denn da draußen, die ich für die Validierung heranziehen kann, im Hause von Mercedes, aber eben auch drüber hinaus, die eben mir so eine ja, hochflexible Montageform berechnen und auslegen können. Und ich hatte da das Glück, auf eine Veröffentlichung zu stoßen, gemeinsam von Epolog und der Boston Consulting Group wurde bereits 2018 so eine flexible Zellproduktion mal berechnet und analysiert. Und diese Erfahrungskenntnisse fand ich als besonders wertvoll, sodass ich eben dann den Kontakt aufgesucht habe zu Epolog. Und im gleichen Zug kam dann eben auch der Austausch mit Taktik und Taktik somit als zweiten starken Partner an Land zu ziehen für die gemeinsame Integration des Simulations- und Validierungsvorhabens. Gleichzeitig bin ich an der Universität in Stuttgart am Institut für Werkzeugmaschine eingestellt als Doktorandin und somit hatten wir gleichzeitig neben der industrienahen Auslegung von einem Zukunftssystem auch immer noch eine methodische, saubere Begleitung. Das bedeutet, all das konnten wir eben koppeln und somit schön induktiv herleiten, dass aus dem Beobachtbaren eine schöne Theorie abgeleitet werden kann. Wie sah dieses Zusammenspiel dann aus? Das Spannende ist, wir sind bei Mercedes einem Unternehmen, wo wir an natürlich Anzahl der Fahrzeuge und Produktvarianten und auch insbesondere der Daten, wirklich an ein Maximum, geraten. Also, das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man da die Einblicke gewinnt. Und, Taktik hat somit als Tool hervorragend, als Schnittstelle gegalten, wo wir eben die Daten von unserer Produktion einladen konnten und somit als Grundlage, die sowohl in Epolog als auch in unsere Simulation, wo wir hier mit Python simuliert haben, weiterleiten durften. Und somit stand Taktik eigentlich als Schlüsselpartner sowohl für die Berechnung der Linie als auch für die Berechnung des Matrix-Systems, was jetzt Zielsystem gilt, eigentlich in der Schnittstelle und hat das ganze Thema der Datenverfügbarkeit, Sammlung, Datenstrukturierung eigentlich vorausgesetzt. In Epolog, wie eben auch hier in der Folie dargestellt, haben wir die aktuelle Linie einmal visualisiert und die Auslastungsberechnung vorgenommen. Und gleichzeitig haben wir gemeinsam mit dem Flexcell-Algorithmus, dem Erfahrungswissen von Epolog aus dem Projekt aus 2018, dann eben in Python das ganze Thema für die Matrix einmal simuliert und berechnet. Das Fahrzeug, was wir uns dabei angeschaut haben, ist der E-Sprinter, so wie er bei Mercedes produziert wird. Hier rechts dargestellt handelt es sich nicht um den Montageaufbau Graphen von unserem E-Sprinter. Das ist hier eine abgewandelte Form, die eigentlich nur so ein bisschen simulieren darf, welche unterschiedlichen Montagekomponenten es denn gibt, wenn man so ein Fahrzeug zusammenbaut. Und insbesondere haben wir uns dann eben als Scope der gemeinsamen Simulation, einen Fokus gesetzt auf genau die Bereiche, wo aufgrund unterschiedlicher Produktmontagezeiten viel Varianz herrscht und somit auch als Schlussfolgerung Zeit, Kosten und, somit Verschwendung auftreten kann. Und genau diese Bereiche sind eben für eine Matrix Produktion besonders relevant und besonders attraktiv. Und hierfür, galt die Prämisse des E-Sprinters als Grundlage. Der Flexcell-Algorithmus in Epolog, ist von der Komplexität her nicht ganz einfach zu begreifen. Ich möchte Ihnen aber dennoch, hier einen kleinen Ausblick geben, damit Sie auch verstehen können, wie denn überhaupt so eine Matrix von der Steuerungslogik funktionieren kann. Es gibt keine standardisierten Gleitsätze wie jetzt in einer Linienproduktion, was das Thema der Austaktung betrifft, sondern man kann in einer Matrixproduktion eben unterschiedliche Zuweisungen vornehmen. Für mich besonders attraktiv war hier die fähigkeitsbasierte Zellenzuweisung. Da gibt es schon in der Forschung auch erste, ja, Erkenntnisse. Das würde somit bedeuten, dass wir eine Montagezelle so auslegen, dass sie die Montageumfang
Fähigkeiten abbilden kann. Das bedeutet, beispielsweise gibt es dann Zellen, die besonders viele Schraubvorgänge beherrschen, Justiervorgänge beherrschen. Dann gibt es aber auch wiederum Zellen, die sich um das ganze Thema der Prüfung beziehungsweise vollautomatisierte Montagetätigkeiten mit abbilden. Wir legen also Zellen auf Fähigkeiten aus. Warum ist das sinnvoll? A, weil wir generell in Zukunft davon ausgehen dürfen, dass wir großmodulare Produkte mit reinbekommen. B, weil der Montagevorranggraph von einem Fahrzeug so beherrschbar bleibt und wir nicht auch immer auf das Produkt schauen müssen, sondern eigentlich immer auf die Fähigkeit der Zelle. Und C, weil uns das einfach sehr viel Flexibilität mit reinbringt. Und das war sozusagen die Ausgangslogik, mit der wir die Matrix simuliert haben. Im ersten Schritt, gilt es aber eben, die Daten von Mercedes, der Produktionsprogramme, eben in Taktik mit einzuladen und zu sortieren. Sie sehen hier auf der rechten Seite auch mal so eine visuelle Darstellung, wie so etwas aussehen kann. Das war wirklich sehr cool, weil ich nämlich einerseits nicht nur die gesamten Arbeitsvorgänge auf Arbeitsvorgangsebene in Taktik einlesen konnte, sondern ich konnte diese eben auch möglichst einfach und vor allem nachvollziehbar, reproduzierbar, herausfiltern und einen eigenen Scope anlegen. Und mich an diesen Scope, das bedeutet auf meinen Endzielzustand der Betrachtung für die Simulation auch schrittweise hinarbeiten. Und das hat problemlos funktioniert und stellte wirklich die Voraussetzung dafür dar, dass wir mit diesem Excel-Daten Export somit dann auch in Epolog und eben in Python den gleichen Datensatz auch einlesen können. Und somit war die Vergleichbarkeit der Daten schon mal gegeben und die Quali ja, Qualität der Daten auch vorausgesetzt. Als nächstes, bevor wir nun uns in Epolog und in Python die Ergebnisse für Linie und Matrix angeschaut haben, wurden erstmal Prämissen festgelegt. Diese Prämissen sind insbesondere relevant, dass wir schnell auf ein Ergebnis kommen, ohne dass wir zu sehr uns basieren auf ja, den aktuellen Komplexitäts- und Bedingungen, die ja eigentlich in so einer Montage mit reinspielen, sei es eben auch das ganze Thema der Logistik war jetzt hier mit out of scope oder auch eben, wie viele Mitarbeiter hat man in einer Zelle, haben wir auf einen standardisiert, damit man eben auch mit einer Simulation wirklich von den Fortschritten her, ein gutes und realitätsnahes Ergebnis bekommt für eine erste Validierungseinschätzung. In Epolog galt dann als nächstes mit den Daten aus Taktik unsere Linie mit aufzubauen. Da bin ich dem Team von Epolog sehr, sehr dankbar, da das nämlich vor allem in gemeinsamer Kooperation entstanden ist. Das bedeutet, wir haben uns da angeschaut, wie werden denn die E-Sprinter aktuell produziert und wie lässt sich hier eine Auslastung berechnen. Das Spannende war jetzt hier für uns, insbesondere auch vom Hause Mercedes, dass wir sowohl Logistikdaten mit eingespielt haben, was das Thema der Materialien angeht, als auch eben unsere Montageumfänge, die sowohl wertschöpfende als auch nicht wertschöpfende Zeit darstellen aufgrund der Laufwege. Und dieser nicht wertschöpfende Anteil, den konnten wir auf Basis von dieser ja, 3D-Visualisierung eben dynamisch berechnen, was uns eben auch eine ja realitätsnahe Auslastungsberechnung ermöglicht hat. Und das war wirklich ganz spannend mit anzuschauen und auch eben das schrittweise möglichst nah an die Realität heranzuführen und stellte eben die Berechnung dar für unsere Linienmontage von unserem E-Sprinter. Im gleichen Zuge habe ich mich mit Python auseinandergesetzt und habe den Flexcell-Algorithmus implementiert. Spannend war da natürlich auch, wie legt man so etwas aus? Hierzu befinde ich mich aktuell in der Einreichung von einer vierten Veröffentlichung, die so einen Planungsalgorithmus vorschlägt, wie denn überhaupt Fähigkeiten Montagezellen zugeordnet werden. Wie viele Fähigkeiten brauche ich mit welcher Zelle wie oft vorhanden? Und insbesondere da auch das ganze Thema der Flächenkapazität wird da ganz spannend. Und in Python konnten wir eben somit mit dem Flexcell-Algorithmus wirklich in ja, wenigen Versuchen, da waren wir weiter noch im zweistelligen Bereich an Versuchen, in die ich da reingegangen bin, zu einem Ergebnis kommen, was wirklich klasse ist.
Zuletzt haben wir das ganze Thema auch noch visualisiert. Warum ist hier eine Visualisierung sinnvoll? Weil wahrscheinlich sie auch hier draußen als auch eben ich, die das Thema das erste Mal gehört hat und sich da reingelesen hat, sich eigentlich unter der Matrix erstmal noch nichts vorstellen konnte. Das bedeutet, es ist relativ schwer, auf einmal so eine Linienproduktion umzudenken und in Zellen oder auch eben Matrixboxen zu denken. Und mit dem TeamViewer haben wir da eine tolle Möglichkeit bekommen, sowohl auch unsere Aufträge mit zu visualisieren, aber eben auch die Matrixboxen, wie die sich dann auf die Puffer verteilen. Warum Puffer? Wir brauchen für das System eine Entkopplung und ich habe dazu auch eine Veröffentlichung dieses Jahr rausgebracht, wo wir ausgelegt haben, welche Anzahl an Puffern du mindestens benötigst, damit dieses System auch entkoppelt wird und du auf der anderen Seite auch die ursprüngliche Auftragsreihenfolge, wie die Fahrzeuge in die Produktion gebracht werden, wieder herstellen kannst. Das bedeutet, wir haben so eine sogenannte JIS-Kette und diese JIS-Kette wird verwirbelt durch eine Matrix, weil Fahrzeuge eben jetzt kundenindividuell und zeitindividuell durch Matrizen fahren und so ein Puffer ermöglicht uns eben auch diese Reihenfolge wiederherzustellen. Und das konnten wir zuletzt auch noch visuell mit abbilden. Nun, das Spannende ist natürlich das Ergebnis. Wir haben, es heraus und beziehungsweise uns hat das enorm gefreut, dass, wir beweisen und belegen konnten, dass wir mit einer Matrixproduktion 10 Prozentpunkte effizienter fahren im Bereich der Auslastung im Vergleich zu unserer herkömmlichen Linie. Hier auch noch mal betont, es handelt sich dabei um ein Matrixsystem für einen Bereich der Produktion, wo insbesondere die Taktzeitspreizungen sehr hoch sind, also hohe Produktvarianzen und somit auch hohe Zeitschwankungen für den störungsfreien Fall. Und damit haben wir die Linie verglichen. Spannender wird es vor allem auch noch mal zu sagen, in dem Moment, wo wir ja sogar Störungen in die Produktion mit reinbekommen, dann werden ja die Flexibilitätsvorteile der Matrix auch noch mal mehr greifen aufgrund der Flexibilität, dass bestimmte Boxen überspringen werden können und wir nämlich im Vergleich in einer Linie eben nicht das gesamte Band stoppen müssen. Das bedeutet, man erhofft sich eben vom realen Einsatz der Matrixproduktion oder wenn man den störfreien Fall mit betrachtet, sogar noch mehr Effizienzpunkte. Gleichzeitig, senken wir auch den Personalbedarf um etwa 18%. Das ist somit herzuleiten, da der Mitarbeiter in einer Box auch so eine sogenannte Verweildauer hat. Das bedeutet, es, kommt zu einem höheren Umfang an Montageumfängen in einer Box für den Mitarbeiter. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir, ja, einen höheren Umfang, was Zeit bedeutet. Auf der anderen Seite brauchen wir nicht mehr so viele Arbeitsstationen und dadurch spart man sich die Boxen ein. Zuletzt, hatte ich noch Experteninterviews durchgeführt innerhalb von Mercedes, um auch so ein bisschen die Einschätzung einzuholen, was dann nun mit so einer Matrix oder eben auch weitergedacht von 'nem hybriden System für Herausforderungen auf uns zukommen. Das ist insbesondere das Thema Mensch. Qualifikations- und Fähigkeitsprofile, wenn mehr Umfänge in einer Box mit aufkommen, wie decken wir das in der Qualifikation mit aus? Aber dieses, ja, Thema möchte ich nicht vorwegnehmen, sondern wird, glaube ich, ganz spannend in der Diskussion. Deswegen hier abschließend vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, Sie konnten nun einen Einblick darin gewinnen, was denn so die Motivationsgründe dahinter sind. Insbesondere auch, dass, es Vorteile gibt, mit so 'ner simulativen Validierung auch solche mutigen Denkweisen für unsere aktuellen Fahrzeugmontagen auch mal durchspielen zu dürfen, um somit eine erste Einschätzung zu erhalten, wie sich die nächsten 10 oder eben auch nächsten 25 Jahre für unsere Automobilbranche entwickeln, ist so nicht vorherzusagen, aber wir werden uns auf jeden Fall von einer klassischen Linie, ja, ein Stück weit verabschieden müssen, wenn wir Richtung Effizienz wollen. Vielen Dank. Klasse, richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben alle viel mitnehmen können und auch lernen können schon. Und ich bin wirklich gespannt. Wir hatten ja schon 3 Fragen gerade im Chat. Bevor ich auf die Fragen angehe, noch mal ganz kurz würde ich den QR-Code für die Umfrage, na, einblenden. Genau, wir haben nämlich schon einige Teilnehmer gehabt, aber es wäre echt klasse, wenn ihr im Chat einfach mal kurz einscannen, beziehungsweise Janine kann den Link auch noch mal kurz reinstellen. Dann würde ich noch mal 5 Minuten warten und dann können wir das nämlich auch aufnehmen. Und die 5 Minuten, wo wir warten, da können wir ja schon mal mit der einen oder anderen Frage hier anfangen. Wie verändern Matrix-Layouts die Anforderungen an Qualifikation und Flexibilität der Mitarbeitenden in der Montage? Ja, ihr 3. Wer möchte denn? Stefanie, du hast es ja schon geteasert, das ist tatsächlich ein Thema. Wenn ich über mehrere
Stationen heute den Arbeitsumfang beherrsche, bin ich, glaube schon ein sehr guter Mitarbeiter in vielen Montagelinien. Und wir haben aber ja auch, kennt sich der Roman aber noch viel besser aus, Restriktionen, was so die Möglichkeit geht, Montageumfänge vorzuziehen oder später zu machen, haben gewisse, Verbindlichkeiten. Deshalb wird es immer im Rahmen sein, aber klar, ich brauche eine Flexibilität der Mitarbeiter, dass ich auch die Flexibilität darstellen kann, um dann die höhere Auslastung zu bekommen. Oder seht ihr das anders? Ja, Matthias, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube auch, dass das ganze Thema der Qualifikation der Mitarbeiter hier die zentrale Herausforderung darstellen wird. Aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Montageumfänge haben, bespielen wir schon mal das ganze Thema Job Enlargement. Also, es kommt auf jeden Fall dazu, dass der Mitarbeiter, was die Vorgänge angeht, tatsächlich eine Variation mit reinbekommt und eben auch mehr Umfänge, die an sich dazu herbeiführen, dass er, von der Motivation her immer mal wieder neue Ansprüche hat. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, wir brauchen ein höheres Qualifikationsprofil. Wir wissen nicht, ob das mit den aktuellen Gesetzen und sei es eben von der IG Metall et cetera abzudecken ist, sondern welche Gehaltsstufe dann mit da reinspielt und wie kriegen wir da beispielsweise trotzdem eine Job Rotation mit rein, dass Mitarbeiter auch mal Zellen variieren? Müssen sie dann die anderen Umfänge nicht eigentlich auch beherrschen? Also, ich glaube, ja, das wird ein spannendes Thema sein, aber da würde mich natürlich auch interessieren, Roman, was du dazu sagst, wie viel Flexibilität da tatsächlich auch möglich ist. Ja, genau, aber ich sehe es genauso wie ihr. Also, der Qualifikationsaufwand ist quasi essentiell, sage ich mal, aus der Praxis. Es ist ja meistens so, dass es recht wenige, sage ich mal, Arbeitsplätze gibt, die solche, sage ich mal, SA-Spitzen abdecken. Das heißt, sehr viele Arbeitsvorgänge zugewiesen sind, die der Werker dementsprechend beherrschen muss. Ich würde aber nicht nur die Kosten sehen, Roman, sondern auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Also, mir persönlich würde es viel mehr Spaß machen, wenn man immer wieder andere Tätigkeiten hat und dann Fahrzeug reinkommt, wo ich jetzt was anderes tun soll. Und natürlich gibt's da ja auch tolle Möglichkeiten, mir das digital anzeigen zu lassen, was ich jetzt zu tun habe, weil immer den gleichen Handgriff ist es ja, schwierig. Finde ich 'n super interessanten Punkt. Aus meiner Sichtweise würde ich sogar sagen, finde ich das eigentlich ganz spannend, mal mehr Umfänge zu besitzen, weil dann auch so 'n bisschen das Verantwortungsgefühl und Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Aufgabenbereich wächst. Wir fragen uns ja auch immer zum Beispiel, wenn so Qualitätsthemen auftauchen, wie lassen die sich rückverfolgen? Und wenn dann eben ein Mitarbeiter auch höhere Modulumfänge schon fast besitzt oder sagen wir Prozessmodule, dann ist da auch viel mehr dieses, „Das habe ich gerade am Fahrzeug gemacht, das war jetzt mein Beitrag und das waren meine Umfänge.“ Also, ich könnte mir vorstellen, das kann sowohl auch so wirken, je nachdem, ob der eine sagt: „Ich mache lieber mehrere kleinere Abteile und bin, in der Mittagsschicht, danach dann bei 'ner anderen Station“, oder der da sagt: „Hey, ich habe 'n enormes, Identifikations und Vertrauens und Verantwortungsbewusstsein für meinen Arbeitsbereich und für meine Zelle.“ Super spannend. Sollen wir noch die nächste Frage aufgreifen oder sollen wir uns wirklich mal kurz die Umfrage anschauen? Denn die sieht eigentlich schon ganz gut aus, finde ich. Ganz spannend, was da zu sehen ist. Also, wir haben euch gefragt, was sind denn aktuell eure größten Herausforderungen in der Produktionsplanung? Und jetzt können wir uns gemeinsam das Ergebnis anschauen. 25% haben gesagt Variantenvielfalt, 22% Takte und Auslastung, 6% Materialfluss, 28% Datenverfügbarkeit, 19% Change im Unternehmen. Und ich glaube, das spricht gerade auch schon ganz gut die Punkte an, die ihr auch hattet, dass es mal wieder um den holistischen Ansatz geht, ne? Von, wirklich Mitarbeiter mitnehmen über die Technik und nicht nur eine Richtung. Aber bitte, jetzt sagt mal, was ihr dazu denkt. Trifft sehr gut natürlich den Nerv und was die Stefanie vorhin ausgeführt hat, adressiert ja vor allem Variantenvielfalt und die Auslastungsoptimieren. Datenverfügbarkeit ist aber natürlich essentiell wichtig, um dann auch so was machen zu können wie die Matrix. Deshalb, gibt's da, glaube ich, schon noch, Luft nach oben und die Herausforderungen darf man angehen. Die 28%, die hier ehrlich waren und ich glaube, es sind eigentlich 100%, die Datenverfügbarkeit, als Thema haben. Da darf man sicher noch nachlegen und, da haben wir ja auch noch 'ne spannende Frage, dann nachher im Chat, die das auch ganz gut aufgreift.
Richtig. Roman, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder Stefanie dazu? Oder wie wart ihr überrascht, als ihr die Zahlen gesehen habt oder war es für euch eindeutig? Deckt sich ungefähr. Kann man mich jetzt besser hören? Ich habe das Mikro 'n bisschen geändert. Ja, Sehr besser. gut. Stimme ich genauso. Also, sage ich mal, die Top 2 Datenverfügbarkeit beziehungsweise wahrscheinlich eher auch Datenkonsistenz und Vollständigkeit, weil es passiert halt sehr oft, dass man feststellt, die Daten, die man jetzt zur Verfügung hat, sind vielleicht gar nicht mal so vollständig oder auch vielleicht sogar falsch gepflegt. Es fehlen Dinge. Und der zweite Punkt, Variantenvielfalt, trifft voll zu, vor allem, sage ich mal, auch in der Endmontage, dass man dort dementsprechend, ja, mit der zunehmenden Komplexität von Fahrzeugen, ja, irgendwann den Überblick verliert und dann am Ende auch dementsprechend ja auch das als Herausforderung, sage ich mal, für die nächsten Jahre im Auge behalten muss. Da kann ich auch nur zustimmen. Also, ich glaube, es zeigt sich hier wirklich so eine schöne, Wiese und, 'ne schöne Diversität an all den Herausforderungen, die so ein Unternehmen auch hat. Sei es, was können wir intern, was haben wir intern für Daten, dann nach extern geschaut zum Kunden, was wollen wir an Varianten anbieten und natürlich das ganze Thema Organisation. Wie schaffen wir es überhaupt, diesen Wandel, als Organisation zu tragen, weil der Mensch einfach im Mittelpunkt von allem steht? Bezüglich Datenverfügbarkeit und was zu tun ist, um wirklich auch die Datenbasis zu schaffen, um solche Tools wie Taktik und Hyperlog letztlich auch den Flexer-Algorithmus anwenden zu können. Stefanie, du kannst ja ein Lied davon singen. Du hast da in, wirklich mühevoller Arbeit, das auch verifiziert, dass das sinnvoll ist und richtig ist, was du da für Daten reinkippst. Hast da auch, festgestellt, wo Unzulänglichkeiten noch da sind. Und ich glaube tatsächlich, da müssten wir einmal durch und dann ist ganz wichtig, dass die Daten fließen zwischen den Tools, zwischen den Domänen und dass es eben nicht nur darum geht, ein Tool mal grob richtig mit Daten zu versorgen, sondern dass alle von allen, die Mehrwerte dann auch mit nutzen können. Und dann können wir, glaube, auch solche, äh, Projekte wagen, wie 'ne Matrix dann operativ umzusetzen. Kann ich absolut zustimmen, Matthias. Super spannend. Man sieht ja sehr gut, an so Tools auch bei euch, Roman, in Taktik, wenn irgendwas nicht sein kann, wenn plötzlich 300 oder 800% Mitarbeiterauslastung rauskommt, dann könnten ja auch die Daten die Ursache sein, dass dort noch was nicht stimmt. Damit wird man unterm Strich besser. Ja, das stellen wir aber auch quasi häufig in unseren Projekten fest. Wir haben immer zu Beginn, einmal die Datenkonsistenzprüfung oder Datenprüfung an sich. Und dort stellt man sehr häufig fest, dass, ja, einige Dinge nicht stimmen, sei es zum Beispiel die Funktion von Werkzeugidentitätszeiten et cetera. Das kann man relativ gut, über Analysen, sei es über Max-Varianten, sei es über Auslastungen, dass man dann am Ende relativ schnell die Datenfehler findet, und dann auch beheben kann oder vor allem auch muss, um dann dementsprechend mit einem validen Stand weitermachen zu dürfen. Absolut. Ich fand das da auch, ganz, ganz spannend, dass wir uns für den Scope, also den Betrachtungsrahmen, den wir uns in der Simulation dann eigentlich auch angeschaut haben für Linie und Matrix, dann Taktik auch inkrementell herantasten konnten. Das bedeutet, wir wussten einmal, okay, das ist der Datenauszug aus unserem System bei Mercedes, die speisen wir nun in Taktik mit ein. Und dann konnte man aber wirklich, um möglichst insbesondere auch die Qualität und der Masse der Daten beherrschbar zu lassen, sich erstmal schrittweise durch sogenannte Szenarienbildung da herantasten. Und das war enorm wertvoll, weil im Nachhinein ist ansonsten das Kompetenzwissen jetzt immer nur wieder bei mir gebündelt. In dem Moment, wo das aber weitergeführt wird, sei es eben im Bereich der Erprobung oder eine weitere simulative Validierung, muss diese Nachvollziehbarkeit, diese Dokumentation irgendwo gegeben sein. Und ich glaube, wir kennen es alle, es gibt nichts Schlimmeres als eine Excel-Liste mit einem VBA-Makro, was erstellt worden ist, wo man versucht, Kommentare wieder nachzulesen. Auch wenn die Daten vielleicht super sind, diese Dokumentation und, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit der Daten ist dann einfach nicht mehr gegeben. Super, vielen Dank. Habt ihr zufällig gerade die Frage schon aufgegriffen, die Umfrage von David Ger zu dem Kommentar zu der Umfrage mit der Datenverfügbarkeit? Die habt ihr Genau, das haben aufgegriffen? wir gerade gemacht, Wo Bea, ich so und ich gehustet würde habe? da gern noch Danke. mal in eins, tiefer legen. Es gab ja auch die Frage bezüglich KI und, lernenden Systemen. Genau, ich blende sie noch mal ein. Ich Danke. glaube tatsächlich, dass man mit diesen Tools, die jetzt die Stefanie hier auch verwendet hat, 'ne Grundlage legt, um 'n Datenmodell zu haben, mit der dann auch die KI was anfangen kann.
Und, mit diesem Datenmodell, mit dieser Basis von verlässlichen Daten, gibt's dann sicher da noch ganz viel in der Zukunft, was man sich da vorstellen kann. Das ist auf alle Fälle spannend. Das können wir gerne auch im Nachgang noch mal bilateral vertiefen. Super, vielen Dank. Auch weil ich es bisher noch gar nicht gemacht habe. Ich würde gerne noch mal eure Kontaktdaten einblenden. Vor allem von dir, liebe Stefanie. Ich wette, ihr habt alle noch viele Fragen im Chat, auch wenn ihr es euch im Nachhinein anschaut. Also bitte, kontaktiert sie einfach auf LinkedIn. Sie beantwortet gerne alle Fragen zu ihrer Dissertation und natürlich auch mehr. Und, dasselbe gilt natürlich auch für Taktik. Roman Becker hier. Ich werde das auch noch mal einblenden. Genau, also wenn Sie mehr über Taktik erfahren wollen, dort auch einfach mal testen wollen und mehr über flexible Zellenplanung wissen wollen, Ihr Ansprechpartner einfach bitte kontaktieren. Super nett. Und natürlich, Janine, du machst das super. Ich sehe es. Mein Gott, ich kann immer noch nicht reden. Matthias, Ein wie Thema wäre mir noch genau. wichtig, was wir diskutieren sollen, die Kontaktdaten gerne, mich mit mir vernetzen. Mhm. Ähm, wir Du hattest es kurz mal angerissen, Stefanie. Ich sehe eben nicht, dass man 'ne reine Matrix von vorne bis hinten macht oder auch die klassische Linie in 20 Jahren noch genauso hat. Ich sehe vielmehr hybride Formen und das würde ich gerne mit euch noch zum Abschluss diskutieren wollen. Wo glaubt ihr, stehen wir da in 10, 15 Jahren? Was sind Bereiche, die halt dann anders aussehen als heute? Das ist 'ne super Frage, um die vielleicht mal aufzugreifen und auch so gleichzeitig das ganze Thema des Flächenbedarfs mit, zu thematisieren, die, im Chat kam. Ich glaube, für den Automobilhersteller, der aktuell so das Thema Linie versucht zu beherrschen, wird insbesondere so 'n End-of-Line-Bereich oder 'ne Vormontage, so 'n erstes Pilotprojekt, wo man mal schauen kann, wenn das Fahrzeug wirklich von den Umfängen her selbstständig auf den Rollen oder auf den Rädern steht und, 'ne Hochzeit abgeschlossen ist, die Unterbodenarbeiten abgeschlossen sind, sprich, es muss nicht mehr in ein C-Gehänge. In dem Bereich, wo es dann eigentlich noch aufm Band fährt und der Mitarbeiter dann von, ja, Frontarbeiten als auch vielleicht hinten am Heck noch mal Arbeiten durchzuführen hat, aber wirklich durch die Taktzeitspreizung mal wieder 'n Doppeltakter, 'n Mehrtakter bekommt, dann auch mal wieder unterlastet ist. In den Bereichen würde ich sagen, kann sich eben ein Pilotprojekt, etablieren, was das Thema Flächenbedarf angeht. Um das hier gleich mit aufzugreifen: Wir rechnen aktuell damit, dass du aufgrund der höheren Anzahl an Puffern, aber gleichzeitigen Reduktion der, Stationen, die du benötigst, bei 'nem Flächenmehrbedarf zwischen 1,4 bis 1,7 liegst. Das hängt 'n bisschen davon ab, ob man die Möglichkeit besitzt, diese Parkplätze oder diese Pufferplätze eben auch schön eng aneinander wie ein klassischer Parkplatz in der bisherigen Produktion abbilden zu können, ob man das auch wirklich in der Produktion hat, ob man dafür Logistikbereiche mit nutzen kann. Das, wird so die, Herausforderung darstellen. Wir sind bei 'nem Flächenmehrbedarf, das auf jeden Fall. Wenn man sich aber mal beispielsweise den End-of-Line-Bereich anschaut bei 'nem Automobilhersteller, dann ist das auch der Bereich, wo Nacharbeiten durchgeführt werden. Das bedeutet, wir haben generell schon dort viele Parkplätze, wo die Mitarbeiter dann noch mal an die Fahrzeuge müssen für Nacharbeiten, Nachjustierungen, Sonderoperationen, wie es beispielsweise auch bei Mercedes-Benz der Manufaktur ist. Und, da wird's doch vor allem spannend zu sagen, wir gehen in eine Matrix rein. Wenn da nämlich noch Qualitätsthemen auftauchen oder Justierungen, Kontrollen, dann können die selbst in der Box durchgeführt werden. Dafür müssen dann keine Parkplätze mehr in Anspruch genommen werden und dadurch kriegen wir eigentlich wieder 'ne Platzersparnis rein oder eben 'ne effizientere Nutzung von diesen Plätzen, wo das Auto dann eben rumsteht und wartet, bis der Mitarbeiter kommt. Also, ich glaube, das, könnte so als hybride Lösung 'ne Vorstufe sein. 10, 15, 20% Matrix und, im vorderen Bereich Hochzeit vollautomatisiert, C-Gehänge, bleiben wir noch in der Linie. Könnte aber auch sein, dass sich das Produkt so grundlegend ändert, dass die Prozesszeit spreizenden Umfänge und da, wo wirklich Varianz mit Sonderausstattungen drin ist, irgendwie mehr am Block gefahren werden können und dann fahre ich dort in 'ne Box und der eine ist halt 2 Stunden, der andere nur 20 Minuten drin. Dann habe ich noch 'n spannendes Datenthema, weil dann habe ich meine Sequenz natürlich endgültig auch verwirbelt, ja. Roman, du wolltest Ja. ansetzen, sorry. Ja, genau. Also, ich sehe es genauso, dass man quasi in Vormontagen und im End-of-Line-Bereich genau diese Matrixproduktion
gut anwenden kann. In der Hauptlinie, sage ich mal, kann ich's mir schwer vorstellen. Sehe da auch ehrlich gesagt, sage ich mal, die klassische Linie weiterhin, ja, wie soll ich sagen, gut aufgestellt. Weil wir haben zum Beispiel auch Kunden und es gibt halt OEMs, die haben durchschnittlich 'ne Auslastung von über 90%, die sie mit der klassischen Linie fahren können. Und da geht halt quasi einfach nur darum, möglichst optimal die Auslastung durchzuführen, aber auch quasi die Folgeprozesse, die bei der Logistik, die Materialanlieferung et cetera quasi perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Jetzt mal Textproduktion bin ich dabei, aber sage ich mal, nicht in der Endmontage, in der Hauptlinie. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Spannende Ausblicke auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Stefanie. Das war ein klasse Vortrag. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit, Stefanie und Roman. Ja, danke euch auch.